Hallo alle zusammen. Wir malen heute gemeinsam ein Bild, das sich an fortgeschrittene Maler richtet. Ihr solltet wissen, wie man mit Acrylfarbe umgeht und ihr solltet gute zeichnerische Fähigkeiten haben. Wir malen zusammen den David von Michelangelo. Hier seht ihr das Material nochmal von oben und auch den Entwurfsblock und meine Farben. Für mein Bild habe ich mir erstmal eine Kopie gemacht. Diese Kopie habe ich am Computer mit einem Fotoprogramm farblich verändert. Einmal in so einem grau-rosa und dann noch in einem türkisgrau. Mit beiden Farbkopien werde ich arbeiten und die Farben für mein Bild verwenden. Nun mache ich erstmal ein Raster auf meine Leinwand. Das Raster mache ich mit einem Aquarellstift. Die Maße der Leinwand sind 80 x 60, aber das Raster mache ich 80 x 48. Und bitte mit einem Aquarellstift, das ist wichtig. Ich teile jetzt die Leinwand einmal waagerecht in die Hälfte und senkrecht in die Hälfte und die Hälfte. Es ist ganz wichtig, dass das Raster auf der Leinwand im gleichen Verhältnis gemacht wird wie die Vorlage. Mit einem Fotobearbeitungsprogramm kann man das Verhältnis ganz gut ausrechnen. Das gleiche Raster mache ich jetzt auch auf meine Vorlage. Immer wieder die Hälfte, die Hälfte, die Hälfte, waagerecht und senkrecht. Diesen Bereich hier, den möchte ich noch was genauer haben, deshalb unterteile ich die Kästchen nochmal in die Hälfte. Auf meiner Leinwand habe ich die zusätzlichen Kästchen auch eingezeichnet und ich beginne jetzt mit dem Raster. Wie man eine Vorzeichnung mit dem Raster macht, habe ich nochmal ganz genau erklärt in dem Video Altes Auto in Acryl. Das ist jetzt am Anfang ein bisschen unscharf, das hört aber nachher auf, dann wird das schärfer. Die Kamera hat leider meine Schulter scharf gestellt, aber nur am Anfang. Das wird besser nachher. Die Vorzeichnung mache ich jetzt mit einem Bleistift. Das ist wichtig, weil der sich nachher nicht wegputzen lässt. Wie ihr seht, male ich jetzt Kästchen für Kästchen und übertrage von meinem Foto die Vorzeichnung in das Raster hinein. Ich werde im Anschluss auch nochmal das komplette Raster als Foto zeigen. Das könnt ihr euch dann mit einem Screenshot runterladen.
So, in diesem Sinne legt ihr jetzt die komplette Vorzeichnung anhand von eurer Vorlage und dem Raster an. Hier seht ihr jetzt die Vorzeichnung, davon könnt ihr euch gerne ein Bildschirmfoto machen. So, die ganzen Hilfslinien, die jetzt hier drauf sind, die kann man mit so einem sauberen Lappen und Wasser wegwischen, weil wir die ja mit einem Aquarellstift gemacht haben. Wer will, kann die aber auch stehen lassen, die stören jetzt nicht weiter. Ich mache sie weg, weil ich dann besser arbeiten kann. So, jetzt können wir anfangen zu malen. So, das sind jetzt meine Farben. Mit denen werde ich jetzt beginnen. Das sind zwei verschiedene Rosatöne, die ich mir mit Weiß und Rot angemischt habe. Weiß und zwei Grautöne, einmal Schwarz mit Weiß und Ultramarin und einmal Schwarz und Weiß mit Türkis. Ich male jetzt zu Beginn mit solchen flachen Pinseln, die eine gerade Kante haben. Ich mache fast das ganze Bild mit diesen flachen Pinseln, nur fürs Auge nehme ich Rundpinsel. Wir fangen mit dieser Fläche an, das ist der Hintergrund, damit ihr mal ein Gefühl dafür bekommt, wie man mit Acrylfarbe und diesen Pinseln arbeitet. Ich beginne hier mit Weiß und anschließend kommt Grau hinzu. Immer den Pinsel hin und her bewegen und die Farbe auf der Leinwand ineinander mischen. Mit einem sauberen, trockenen Pinsel vertreibe ich jetzt die Farbe auf der Leinwand. Das könnt ihr machen, solange die Farbe noch feucht ist. Wenn die mal leicht anfängt anzuziehen, geht das nicht mehr. Dann würdet ihr Löcher reiben. Wenn ihr die Farbe verstreicht, könnt ihr die Farbe auch ruhig in den Kopf von unserem David hineinziehen. Das macht nichts. Die Schulter, die lasse ich nachher weich in den Hintergrund einfließen. Und diese Fläche muss jetzt erstmal durchtrocknen. So, die Pinsel werden jetzt sauber gemacht. Sollte euch mal passieren, dass ihr das vergesst und die Farbe im Pinsel hart wird, könnt ihr die mit Glasreiniger wieder sauber und weich bekommen. Wir fangen mit dem unteren Bereich, mit dem Hals an.
damit ihr auch hier nochmal ein Gefühl dafür bekommt, wie ihr die Farbe auftragt, wie ihr mit dem Pinsel umgeht. Und diese Art zu malen ist hier im unteren Bereich noch einfach. Ich fange an mit dem Schatten unter dem Hals. Dazu verwende ich die beiden Grautöne, die ich mir angemischt habe. Einmal dieses Blaugrau und dieses Türkisgrau. Auch hier bewege ich jetzt den Pinsel wieder hin und her. Diese eckigen Pinsel, die machen eine harte Kante und die ist gewollt. Das braucht ihr jetzt nicht mehr mit einem sauberen Pinsel zu verzieren, sondern das soll ziemlich grob werden. Die Schulter von unserem David, die bekommt jetzt einen weichen Übergang in den Hintergrund. Jetzt habe ich mir einen sauberen Pinsel genommen und trage jetzt das Rosa auf. Weil das Grau noch feucht ist, kann man das Rosa jetzt so ein bisschen in dieses Grau einmischen. Zum Teil vermische ich das Rosa auch mit Weiß. Und diese harten Kanten, die dabei entstehen, das habe ich ja eben schon mal gesagt, die sind gewollt. Die braucht ihr nicht zu verzieren. Dieser Bereich hier, der gehört noch zum Hintergrund. Deshalb mache ich den ganz dunkel. Das ist wichtig, dass der wirklich sich vom Hals absetzt, sonst hat man das Gefühl, der arme Kerl hätte einen dicken Hals. Unter das Kinn kommt jetzt Schwarz hinzu. Da hätte ich es gerne noch etwas dunkler. Auch wieder in die feuchte Farbe hineinarbeiten. Diese harten Übergänge sind gewollt. Hier nehme ich jetzt noch Türkis hinzu. Wieder alles in die noch feuchte Farbe reinarbeiten. Mit Weiß jetzt nochmal Stellen aufhellen. Zum Schluss noch mal ein paar Akzente mit Rosa und Grau setzen und dann begeben wir uns an die Haare. Für die Haare habe ich mich jetzt für kleinere Pinsel entschieden, aber auch wieder mit einer flachen Kante. Ich fange mit den ganz dunklen Stellen mit einer schwarzen Farbe an. In das Schwarz mische ich jetzt auch noch etwas Türkis, damit das nicht so ganz tote Flächen geben. Jetzt kommen noch die Grautöne mit dazu. Hier und da auch mal so ein bisschen Weiß, damit ich diese einzelnen Locken nicht so ganz aus dem Blickfeld verliere.
Zwischendurch auch wichtig, dass ihr, wenn ihr die Farbe wechselt, den Pinsel sauber macht. Das müsst ihr jetzt nicht unbedingt mit Wasser machen. Das reicht auch, wenn ihr einfach mit einem Lappen den immer wieder abputzt. Das geht ein bisschen schneller. Ganz wichtig ist auch, dass ihr immer wieder auf die Vorlage schaut. Das muss wirklich hin und her gehen. Ich sage auch immer, ihr malt nicht mit den Händen, sondern mit den Augen. Also ihr müsst genau gucken, wo kommt die Dunkelheit, wo kommen die hellen Stellen hin. Das muss zwar jetzt nicht fotorealistisch gemalt werden, das soll ja alles ein bisschen grob und spontan sein, aber so ein bisschen müssen wir uns schon an die Vorlage halten, damit das nachher auch wirklich wie Locken aussieht. So, jetzt werden wir fertig mit der ersten Schicht der Haare. Die Feinheiten werde ich nachher nochmal draufsetzen. Jetzt malen wir erstmal die Schatten im Gesicht. Dazu arbeite ich jetzt erstmal mit meinen beiden Grautönen. Später kommen dann auch noch andere Farben hinzu. Das ist jetzt Türkis mit ein bisschen Weiß gemischt. Wieder Türkis hineintupfen, damit die ganze Fläche auch lebendig wird. Das ist jetzt der Schatten unter dem Mund. Das ist schwarz, der muss also ziemlich dunkel sein.
Und auch die Nase bekommt jetzt schon ihren Schatten mit schwarzer und grauer Farbe. Die Nasenlöcher kommen ganz schwarz und bleiben auch schwarz. Das ist ganz wichtig, dass die dunkel sind. Die Nasenspitze ist ziemlich dunkel. Auch hier könnt ihr Grautöne verwenden. Hier habe ich jetzt wieder Türkis am Pinsel. Auch die Schatten um die Nase drumherum werden erstmal in Türkis angelegt. Unter dem Schatten kann auch noch ein bisschen Türkis, damit das keine toten Flächen sind. Hier oben an den Augen ist es auch sehr dunkel. Das ist auch jetzt erstmal schwarz. Hier ist es ganz wichtig, dass die Linien, die sich im Augenlid quasi befinden, dass die nicht verloren gehen. Da müsst ihr drauf achten, bitte. Ihr seht auch hier, wie ich die mir jetzt noch mal ganz genau rausarbeite. Das hier oben, das sind die Augenbrauen. Deshalb nehme ich den Pinsel hier jetzt quer, sodass ich da halt dünne Striche reinmache und nicht so breite, wie die Pinselbreite ist. Und das geht jetzt quasi immer so weiter mit Grau, mit Türkis, mit Schwarz. Und die helle Stelle, die über dem Auge jetzt noch weiß geblieben ist, die wird nachher ein bisschen rosa eingefärbt. Aber im Prinzip ist jetzt alles wie gehabt. Ihr müsst einfach nur gut hinschauen.
Um die Haare jetzt fertig zu malen, habe ich mir so einen ganz kleinen, eckigen Pinsel genommen und male die Haare jetzt ein bisschen genauer. Also ich gucke noch ein bisschen intensiver auf meine Vorlage und setze jetzt Akzente mit Weiß, mit Schwarz, mit Grau, aber auch Rosa kommt jetzt mit rein. Was ganz wichtig ist, dass ihr während dem Malen immer mal 1, 2 Meter zurückgeht, weil dieses Bild wirkt aus der Ferne. Durch diese grobe Arbeiten ist es besser, sich das ab und zu mal aus der Ferne anzugucken, um zu sehen, bin ich überhaupt auf dem richtigen Weg. Hierzu auch noch ein kleiner Tipp. Wenn ihr Bilder gemalt habt und die sind fertig und ihr wisst aber nicht ganz genau, ist es jetzt in Ordnung, kann es so bleiben, dann nehmt ihr euch euer Bild und stellt euch damit vor einen Spiegel. Denn wenn man etwas spiegelverkehrt sieht, fallen einem Fehler sofort auf. Das ist also eine gute Möglichkeit, das mache ich auch immer wieder. Oder sich einfach das Bild auch mal 3 Tage lang wegstellen und dann wieder rausholen und es sich nochmal angucken. Auch dann werden Fehler eigentlich ganz schnell sichtbar. Während ihr eine neue Farbe nehmt, müsst ihr den Pinsel nicht immer wieder mit Wasser auswaschen. Das ist viel zu umständlich und dauert zu lange. Sondern ihr habt einfach einen Lappen in der Hand, mit dem ihr den Pinsel grob abwischen könnt. Das reicht vollkommen aus. Für die Augen nehme ich mir jetzt einen kleinen und mittelgroßen Rundpinsel. Wie ihr gut erkennen könnt, arbeite ich überwiegend tupfend. Auch die Farben vermische ich auf der Leinwand, indem ich halt das Grau oder wie hier das Türkis tupfend ineinander bringe. Auch die Augen können ruhig ein bisschen grob gestaltet sein. Es muss nichts Fotorealistisches werden. Das Gleiche, was ich an dem Auge gemacht habe, mache ich auch an dem anderen Auge, solange wie das trocknet und bevor ich das weiter ausarbeite. Nun kommt wieder ein neuer Ton in das Bild hinein, und zwar habe ich mir jetzt mein Grau mit ein bisschen Weiß etwas heller gemischt.
Solange die Augen jetzt trocknen, werde ich mich um die Umgebung von den Augen kümmern und die weiter ausarbeiten. Jetzt kommt auch die Farbe Rosa mit in mein Bild hinein. Ich kann die Farben jetzt natürlich nicht ineinander arbeiten. Das Grau ist ja schon lange getrocknet. Deshalb lege ich jetzt erstmal nur Flächen an. Die werden später aber noch ineinander vermischt und miteinander verbunden. So, jetzt weiten wir die Flächen etwas aus. Wir beginnen jetzt an der Stirn, auch wieder mit Rosa, wieder den Pinsel hin und her bewegen und auch andere Farbtöne in die feuchte Farbe mit einarbeiten. Hier auf dem Jochbein wird es jetzt sehr hell. Da arbeite ich jetzt mit Weiß. Und ich greife immer wieder das helle Rosa auf und arbeite das langsam in die weiße Farbe ein. Zwischendurch mache ich den Pinsel immer mal sauber, nehme mir wieder weiße Farbe, sodass ich nachher eine ganz helle Stelle dort habe.
Während das Gesicht jetzt trocknet, zeige ich euch, wie wir den Mund malen. Ich fange mit der Mittellinie an, die kommt ganz dunkel. Die Oberlippe ist immer dunkler als die Unterlippe. Das ist jetzt hier schwarz. Achtet darauf, dass der Mund möglichst symmetrisch ist, also der Armbogen, dass der in der Mitte ist. Hier wird das Grau in das Schwarz eingearbeitet. Ich nehme im Grunde genommen dieselben Farben wie im Gesicht. Also jetzt kommt Rosa dazu, vielleicht auch noch ein bisschen Türkis. Zum Schluss lege ich noch mal einen schwarzen Schatten unter die Lippe und auch unter die Nase kommt noch was schwarz. Das Bild muss jetzt mal ganz durchtrocknen. So weit sieht es jetzt aus und danach kommen die Feinheiten. Ich werde jetzt das ganze Bild nochmal überarbeiten, Feinheiten einbringen, nochmal genau schauen, wo kann ich noch was ändern, wo muss noch was verbessert werden, wo muss vielleicht auch die Farbe geändert werden. Und was jetzt ganz, ganz wichtig ist, immer wieder 2 Meter zurücktreten. Von weitem gucken, wie wirkt das Bild von weitem. Ist das anatomisch soweit in Ordnung? Gefällt mir das so mit der Farbe? Ja, das mache ich jetzt noch so lange, bis es mir gefällt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir sehen uns vielleicht bei einem anderen Video. Es gibt auch wieder einfachere Sachen, auch für Anfänger. Oder wir sehen uns mal in einem meiner Wochenendkurse hier bei mir im Atelier. Am Ende des Videos werde ich das fertige Bild nochmal zeigen. Das könnt ihr euch dann gerne anhand eines Bildschirmfotos runterladen und ausdrucken. Viel Spaß noch beim Weitermalen.